Heute nehme ich euch mit in die wohl schönste Stadt Indiens, Jaipur. Ich zeige euch die versteckten Tempel, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft, erzähle, warum überall süße Welpen herumlaufen, auf welchen Shopping-Trick ich reingefallen bin und wie ich mich auf einer indischen Hochzeit richtig blamiert habe. Hochzeiten in Indien sind ein wahres Spektakel. Und irgendwie landete ich auf einer, eingeladen von einem Tuk-Tuk-Fahrer, was im Nachhinein vielleicht nicht die beste Idee war, aber von Anfang an. Normalerweise soll man ja nicht mit Fremden mitgehen, aber Samir lief mir am Bahnhof von Jaipur einfach hinterher. Man könnte auch sagen zum Glück, denn im Gegensatz zu vielen anderen Fahrern sprach er richtig gut Englisch und bot mir an, am nächsten Tag die ganze Stadt zu zeigen, alle Sehenswürdigkeiten und als Krönung die Hochzeit seines Cousins besuchen. Eine große Ehre, auch wenn ich Zweifel hatte, was mich da erwartete. Doch zuerst einmal wollte ich die Stadt kennenlernen. Jaipur liegt in Rajasthan, einem der buntesten Bundesstaaten Indiens, und der ist ein absolutes Must-See auf jeder Indienreise. Wegen der rosa Gebäude wird die Stadt auch Pink City genannt. Sie ist so groß, dass ich ohne Samir und seinen Freund, den Fahrer, nicht mal die Hälfte der Sehenswürdigkeiten gefunden hätte. Unser erster Stopp war vorbei am Ajmeri-Tor, der Palast der Winde oder auch Hawa Mahal. Ein luftiges Stadtschloss mit unzähligen Fenstern und Gucklöchern, das dem Harem des Maharajas ermöglichte, die Stadt und Festumzüge zu beobachten, ohne selbst sichtbar zu sein. Ein super schönes Schloss, aber mein Eindruck war eher Palast des Verkehrschaos, denn es liegt an einer vielbefahrenen Straße und neben dem Wind muss man aufpassen, nicht von vorbeiziehenden Touristen oder rabiaten Tuk-Tuks erfasst zu werden. Seriously, der Verkehr in Indien ist ein Albtraum. Nicht weit entfernt und oft von Touristen übersehen liegt Katori Ki Chatrian, das Krematorium und die letzte Ruhestätte des Kachwaha-Clans, der hier im 18. Jahrhundert herrschte. Die kunstvoll geschnitzten Mausoleen stehen in einem gepflegten Garten und spiegeln den Reichtum und die Pracht vergangener Zeiten wider. Und weil die umliegenden Hügel vom Lärm der Stadt abschirmen, hat sich hier ein Rudel Welpen niedergelassen, welche den Ort quasi im Schlaf beschützen. Das größte Highlight Jaipurs ist aber das Amber Fort oder Amer Fort. Es heißt übrigens so wegen der Ortschaft Amer, die daneben liegt, nicht wie man meinen könnte wegen seiner Bernsteinfarbe, obwohl das auch irgendwie passt. Die Festung ragt über einen See und bietet atemberaubende Ausblicke über die Berge und bis in die Stadt. Seit dem 16. Jahrhundert diente der Palast in der Festung den Rajput Maharajas als Residenz. Im Inneren findet man Gärten, öffentliche und private Hallen, Pavillons und den luxuriösen Spiegelsaal, der mit unzähligen Spiegeln und bunten Mosaiken bis unter die Decke geschmückt ist. Hier kann man sich übrigens vorzüglich verlaufen, was ich für euch getestet habe. Nur wenige 100 Meter entfernt liegt der Panamena Kakund, ein Stufenbrunnen, der früher für Trinkwasser und rituelle Waschungen genutzt wurde. Heute gleicht er mehr einer unfreiwilligen Algenzucht. Die besondere Bauweise ermöglichte den Zugang zu Wasser während langer Trockenperioden und durch die vielen Stufen war der Brunnen auch bei jedem Wasserstand nutzbar. Praktisch. Und direkt daneben steht ein kleiner Hindu-Tempel, einer von unzähligen, die man in der ganzen Stadt findet, wieder bewacht von den obligatorischen Welpen. Und weil das alles noch nicht wild genug war, durfte ich sogar noch ein paar Minuten Samirs Tuk-Tuk steuern und bin aber nur ganz knapp einem Crash mit einem Baum entkommen. Ja, ich überlasse das in Zukunft wieder den Profis. Und langsam wurde es ja auch schon dunkel und wir mussten uns beeilen, um zur Hochzeit von Samirs Cousin zu kommen. Einem Highlight, dem ich mit Sorgen entgegenblickte. Denn natürlich hatte ich für diesen festlichen Anlass keinerlei Klamotten eingepackt und in Jeans und T-Shirt konnte ich ja wohl kaum auftauchen. Zum Glück kannte Samir die besten Geschäfte am Bapu Bazar und war nach eigener Aussage ein echtes Verhandlungstalent. Sein Plan: ich probiere die Kleidung an, frage nach dem Preis und spiele empört, weil das alles viel zu teuer ist, und verlasse entrüstet das Geschäft. Dann würde er als Vermittler eingreifen und mir einen günstigeren Preis aushandeln. Obwohl der Plan gut klang, hatte ich das Gefühl, dass Samir und der Verkäufer sich vielleicht schon kannten. Vor allem, weil er mir den Plan erklärte, während der Verkäufer direkt neben uns stand. Nicht, dass ich behaupten will, es wäre eine Masche oder Touristenfalle. Nach mehreren Anproben hatte ich endlich eine Kombination, die mir gefiel. Eine rote Kurta mit einer weißen Hose. Nur gab es da ein Problem. Ich machte es genauso, wie Samir gesagt hatte. Der Verkäufer wollte umgerechnet 40 € und das war mir viel zu teuer.
Zusammen mit Samirs Fahrer verließ ich entrüstet das Geschäft. Was mich aber eigentlich viel mehr abschreckte, war gar nicht der Preis, sondern mein viel zu kleiner Koffer. Für einen Anzug, den ich wohl nur ein einziges Mal im Leben tragen würde, war einfach kein Platz auf meiner Reise. Und dafür war es mir auch zu teuer. Wie sollte ich ihm das erklären? Nach wenigen Minuten klingelte das Telefon. Samir hatte den Preis auf 30 Euro runtergehandelt. Super. Ich aber entschied, das ist zu viel. Ich würde die Hochzeit sausen lassen. Das gefiel Samir aber überhaupt nicht und er meinte, er hätte den Verkäufer schon bezahlt und würde sonst auf den Kosten sitzen bleiben. Ich sagte ihm, dass das so aber gar nicht abgemacht war und bestand darauf, dass ich die Kleidung nicht kaufen würde. Widerwillig lenkte er ein, er würde mit dem Verkäufer reden. Kurz darauf meldete er sich erneut per Telefon, der Verkäufer sei jetzt auf 20 Euro runtergegangen. 20 Euro, das ist für lokale Verhältnisse immer noch ziemlich teuer. Und das Problem meines viel zu kleinen Koffers war ja auch nicht gelöst. Aber wie oft im Leben wird man schon zu einer indischen Hochzeit eingeladen? Also kaufte ich ihm die Kurta und Hose ab. Samir war happy, aber sein Kommentar hätte mich stutzig machen sollen. Er meinte, damit siehst du schicker aus als der Bräutigam. Oh oh. Nach einer wilden Fahrt durch das nächtliche Jaipur und 60 Minuten später erreichten wir die Hochzeitsgesellschaft, wo sich Samir dann plötzlich von mir verabschiedete, denn er fühlte sich krank und musste ins Bett. Ups, jetzt war nur noch sein Fahrer hier und der sprach kein Wort Englisch. Ich war quasi alleine auf einer fremden Hochzeit. Gestört hat das die anderen Gäste aber überhaupt nicht. Sie hießen mich willkommen und stellten mir den Bräutigam vor, der ziemlich nervös wirkte. Vielleicht, weil meine Kurta schicker war als seine oder weil seine Hochzeit kurz bevorstand und er nervös war, seine zukünftige Frau zu treffen. Wer weiß das schon so genau? Naja, immerhin, er hatte ein langes Schwert und einen Turban und ich nicht. Nur sprachen mich jetzt alle auf meine Klamotten an. Ich war scheinbar völlig overdressed und wünschte mir, ich wäre nur in Jeans und T-Shirt erschienen. Die Zeremonie begann mit einem Umzug, einem geschmückten Pferd und einer Schar Kinder, die hinter einem lauten Disco-Truck hertanzten. In einem Regen aus Sprühsahne. Die Kids waren völlig aufgedreht und wollten unbedingt, dass ich mittanze. Aber ganz ehrlich, ich kann nicht tanzen und mein Magen war auch noch nicht ganz erholt von der letzten Zugfahrt. Währenddessen ritt der Bräutigam auf dem Pferd hinterher. Die Stimmung war fantastisch, alle tanzten und sangen und nach 15 Minuten erreichten wir einen geschmückten Empfang, an dem ich erst einmal 10 Gästen erklären musste, warum ich als Deutscher keine Lieblingsfußballmannschaft habe. Sorry, ich wusste nicht, dass man eine haben muss. Und irgendwie habe ich dann das eigentliche Vermählungsritual komplett verpasst. Der Bräutigam war plötzlich verschwunden und die Braut habe ich gar nicht erst gesehen und ehe ich mich versah, wurde ich zum Essen geschickt. Und da hatte ich ein echtes Problem. Nach meiner katastrophalen Zugfahrt vor 2 Tagen, bei der ich 5 Kilo verloren hatte, war ich gerade erst wieder halbwegs gesund. Das Letzte, was ich wollte, war die nächste Lebensmittelvergiftung, weil alle aus demselben Topf aßen. Ich erklärte höflich, dass mein Magen noch nicht mitmacht, aber in Indien, vor allem auf einer Hochzeit, ist Essen Pflicht. Wenn du nichts essen kannst, solltest du gar nicht erst auftauchen, was mir aber keiner gesagt hatte. Samir wusste das wohl, denn er hatte sich ja schon zu Beginn abgesetzt. Die Gäste konnten es nicht fassen. Dieser komische große Deutsche mit den komischen Haaren, der nicht tanzen kann, viel zu teure Klamotten anhat und da nicht mal was essen will? Okay, ich wollte ja nicht unhöflich sein und wagte ein paar zaghafte Bissen, aber das rächte sich fast sofort. Es rumorte gewaltig. Und ehe ich meine tolle neue Hose und die Hochzeit wirklich sprengen konnte, tanzte ich zum Ausgang und floh zurück ins Hotel. Ihr merkt, ich hatte einen totalen Kulturschock. Wie würdet ihr in dieser Situation reagieren? Würdet ihr gerne mal eine indische Hochzeit miterleben? Schreibt's mir in die Kommentare. Mehr Videos zu meinen Indien-Abenteuern findet ihr in der Playlist. Und wenn ihr mir eine Cola oder ein Mango Lassi spendieren möchtet, der Trinkgeld-Button ist in der Beschreibung. Vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Video.